Ja, das Wetter in Thailand im Moment nicht das allersonnigste. Vielleicht genau im Gegenteil zu dem, was ihr momentan in Europa habt. Allerdings hier bei uns in Thailand wechselt sich Regen, Sonne, ja, Gewitter und sonstiges schlechte Wetter immer wieder miteinander ab. Hat man also ein bisschen Zeit, wenn man dann zu Hause ist, mal so ein paar Geschenke auszupacken, die man sich schon vor einiger Zeit gemacht hat. Ja, nee, also nicht diese Geschenke, weil auch bei diesem wechselhaften Wetter ist die freundlichste Mia hier nicht unbedingt die allerfreundlichste. Also muss man sich mit anderen Dingen beschäftigen. Und gerade im fortgeschrittenen Alter mag man ja vielleicht mehr technische Spielereien als alle anderen Sachen, die man so machen kann. Weiß nicht, wer von euch auch so ein bisschen ja, Technik- und Kameraaffin ist. Vor wenigen Tagen oder vielleicht auch ein paar Wochen schon hat ja Insta seine neue 360-Grad-Kamera Go 3 rausgebracht. Allerdings, nachdem ich so die ersten Berichte gesehen habe und auch die Kamera schon mal in der Hand hatte, wusste ich, nee, das ist nicht so meine, so ganz kleines Ding irgendwo, was man sich da hinstecken kann oder so. Dann lieber was Anständiges, was Großes, wo man auch weiß, was man in der Hand hat. Und das Ganze heute mal so ein bisschen in einem kleinen Test. Nicht so ein richtig technisches Review, sondern eher so mal die ersten Eindrücke. Wenn man mit solchen Sachen hier anfängt, ist die Lernkurve natürlich deutlich höher, als ich das am Anfang gedacht habe. Ich weiß, die Zuschauer, die unseren Kanal länger schon verfolgen, die wissen, dass wir auch hier mit 3D-Kameras schon gearbeitet haben und auch damit schon unsere ersten Erfahrungen gemacht haben. Das wird auf alle Fälle von Vorteil sein, wenn man sich für so eine Kamera hier entscheidet. Ja, man muss sich so ein bisschen trennen von dem Gedanken, ich muss auf irgendein Ziel direkt draufhalten. Ihr kennt das sicherlich, wenn ihr mit einer normalen Kamera, DSLR oder Actionkameras oder auch mit dem Handy, man muss immer auf das Objekt so versuchen hinzugehen, draufzuhalten und so weiter. Das ist bei einer 360-Grad-Kamera natürlich überhaupt nicht mehr möglich, weil man filmt quasi den ganzen Raum um sich herum und kann später in der Nachbearbeitung dann sich die besten Punkte und die besten Sachen raussuchen, was man halt zeigen möchte oder wo man sagt, ja, mein Gott, das wäre doch für ein Video, gerade so Action und so weiter, aus vielen Perspektiven genau richtig. Was natürlich für solche Kameras absolut tödlich ist schlechtes Licht und schlechtes Wetter. Beides haben wir heute hier so ein bisschen erwischt. Wir sind sehr, sehr früh unterwegs schon, weil wir dachten, okay, lass uns mal so ein bisschen rausfahren. Da ist vielleicht am Strand hier noch ein bisschen Ruhe, da kann man ein bisschen was testen, kann man so ein bisschen sich was anschauen. Allerdings, das Wetter spielte auch heute früh in Pattaya nicht mit und ich hatte hier auch nur einen ganz begrenzten Zeitrahmen heute gehabt, also mussten hier unbedingt ein paar Minuten Aufnahmen in den Kasten, damit ich später zu Hause was zu spielen habe. Ja, zum Glück ist diese Kamera wasserdicht, die ist also auch für kleinere Tauchgänge und so weiter geeignet, macht einen relativ stabilen und sicheren Eindruck auch für diesen Einsatz. Ob es hier gerade in der Umgebung von Pattaya Sinn macht, Unterwasseraufnahmen zu machen, darüber habe ich ja auch schon oft gesprochen. Allerdings so bei so einem Regenschauer, da wird es richtig gut funktionieren. Was für mich so ausschlaggebend war, ist natürlich der Gedanke, okay, du hast hier eine sehr, sehr weite Perspektive, du hast einen sehr, sehr weiten Winkel. Das heißt, du kannst in deinen Videos auf relativ kleiner Fläche sehr, sehr viel Informationen unterbringen. Nachteil ist natürlich, ihr seht es jetzt gerade auch so hier an den Bäumen und so weiter, durch diese 360-Grad-Linsen verzerrt das natürlich teilweise. Manchmal, wenn das so eng dran ist am Objekt, sieht man das nicht ganz so. Allerdings, wenn man so ein bisschen weiter weg ist, dann kriegt man doch schon in Anführungsstrichen so einen Fischaugeneffekt, der dann vielleicht doch nicht ganz so interessant ist. Wie gesagt, weg von dem Gedanken, ihr müsst jetzt nach vorne filmen, ihr müsst nach hinten filmen, ihr müsst zur Seite filmen. Das geht alles, ihr braucht die Kamera eigentlich nur in die Mitte von eurem Moped festzumachen und der filmt halt, wie gesagt, 360 Grad um euch drum herum und man kann sich dann halt die beste Perspektive aussuchen, ohne dass man da irgendwie viel hin und her machen muss. Es geht natürlich auch, wie jetzt hier in diesem Fall, wenn es nicht so stark regnen würde, als Point-Kamera, das heißt, man kann dann direkt so auf die Objekte zulaufen, kann dann allerdings auch so richtig schöne Effekte mit reinschneiden, wie, ja, man filmt sich quasi selber. Vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact am Rande, ihr habt ja am Anfang so ein bisschen die Preise gesehen.
in diesen Preisen ist kein Selfie-Stick enthalten für diese Kamera, weil den gibt es extra zu kaufen. Natürlich, Zubehör kostet immer wieder extra. Allerdings, man wirbt halt in der Insta360-Werbung damit, dass dieser Stick ganz speziell für die Kamera ist und unsichtbar. Fun Fact am Rande: Wir mussten diesen unsichtbaren Stick hier erst bestellen. Das dauert noch ein paar Tage, bis der uns geliefert wird. Also habe ich aus meiner Mottenkiste mal was rausgekramt, weil Sticks und so weiter haben wir genügend. Und Surprise, auch dieser Stick ist unsichtbar. Das bedeutet, die Software rechnet dann halt jede Art von Stick heraus, die man halt hier einsetzt. Das ist natürlich sehr, sehr lustig. Genauso lustig ist, wie hier die Autos aussehen. Also maximal gestaucht. Also da muss, entweder liegt es an mir, ich habe noch nicht den so richtigen Dreh raus, wie man das dann perspektivisch richtig einstellt, oder es ist wirklich so, dass man hier für ganze Sequenzen oder für komplette Filme das dann doch lieber nicht einsetzt, sondern wirklich nur in bestimmten Highlights das dann einfach mit reinschneidet in ein fertiges Video, was man mit einer normalen DSLR oder Handy oder was auch immer für Actionkamera aufgenommen hat. Aber wenn man das so ein bisschen im Internet schaut, da gibt es Millionen von Tutorials dazu, wie Leute ganz spektakuläre, ganz schöne Sachen machen. Kommt sicherlich auch. Allerdings, wenn ich mir das anschaue, hat das keiner im strömenden Regen versucht. Allerdings macht das trotzdem viel Spaß, mal so ein bisschen auf der Entfernung, weil wenn man sowas zu Hause testet, ja, mach mal so einen 3 Meter Selfie-Stick ausfahren zu Hause, bist du an der Decke, dann stößt du mal irgendwo an, dann sieht man nicht richtig, was man arbeiten kann. Also hier ist das schon deutlich besser. Und für den Zuschauer, der alleine unterwegs ist, so wie ich meistens auch, dann kann man sich also wunderbare Aufnahmen von sich selbst machen, ohne dass man halt, ihr seht, der Stick ist nicht zu sehen. Oder auch hier, man kann selbst sich aufnehmen von hinten, von vorne, von der Seite, von überall, von oben, von unten natürlich nicht, aber sonst von allen Seiten kann man sich hier selber aufnehmen. Und wäre vielleicht eine Option, dass man sagt, okay, mein Gott, ich kriege mich selbst ins Bild, muss mir die Kamera nicht 30 cm vor die Nase halten, sondern kann sie weit, weit weg von mir halten, um dann halt vielleicht auch ein bisschen mehr von der Umgebung, von der Perspektive, von dem Ganzen drumherum einzufangen. Es ist natürlich am Anfang extrem gewöhnungsbedürftig. Wie gesagt, man muss komplett im Kopf umdenken, gar nicht mehr so wie ich muss jetzt von dem Punkt zu dem Punkt, sondern ich muss einfach meine Perspektive finden, muss dann allerdings auch schon im Kopf irgendwie so ein bisschen, so ein kleines bisschen geplant haben, wie soll denn der fertige Shot dann aussehen, was will ich denn zeigen, weil so aufs Wilde drauf hinaus filmen, ja, kann man auch machen, wenn es halt auf das Motiv nicht so ankommt, wie jetzt in diesem Fall hier. Für ein paar Testaufnahmen ist das ganz gut. Ihr seht auch dann die Limitierung, wenn es dann doch zu sehr in den Zoom geht und so weiter, dann muss man doch noch mal ein bisschen nacharbeiten. Aber im Großen und Ganzen ist ein nettes, schönes Spielzeug, womit man sicherlich viel, viel Zeit verbringen kann. Wie ich es am Anfang vom Video schon gesagt habe, das wird jetzt natürlich hier kein super technisches Review, wo man jede einzelne Pixeleinstellung und jetzt erfahren wird drüber, sondern einfach mal so ein erster Eindruck, mal so ein erster Probeshot im strömenden Regen mit viel Wasser auf den Linsen. Aber ich denke, das ist richtig gut geworden. Vielleicht, wenn es den einen oder anderen Zuschauer interessiert, schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare rein. Dann kann ich euch auch nochmal so ein technisches Review davon machen, mit allen Details, Einstellungen und so weiter, was es da alles gibt. Gerade auch für die Zuschauer, die gerne ihre Videos selbst wie ich kolorieren, bietet die Kamera einiges an interessanten Features. Damit soll es für diesen kleinen Regenausflug schon gewesen sein. Ich hoffe, in Pattaya ist es heute Nachmittag ein bisschen heller, ein bisschen sonniger, sodass man auch ein bisschen draußen unterwegs sein kann. Vielen Dank, liebe Zuschauer, dass ihr bei diesem Video dabei gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Gerne eure Ideen, Anregungen zu all den Themen, die wir hier besprechen, unten in die Kommentare. Dann sage ich danke für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Video auf unserem Kanal.